Achim Unser, der den NATO-Gipfel beobachtet für uns. Achim, schauen wir mal, wir haben es gerade gehört im Beitrag, eigene Führungsrolle der Europäer, möglicherweise mit einer Führungsmacht Deutschland, die ja immerhin zum ersten Mal 2% ihres BIPs ins Militär stecken. Ja, darauf war der Kanzler dann auch relativ stolz, als er gestern, kurz bevor er dann tatsächlich abhob Richtung Washington, dann nochmal ein Statement gab. Da hat er eben auch nochmal diese 2% erwähnt, die jetzt Deutschland einhält, dieses 2%-Ziel, und hat gesagt, ja, man könne dann möglicherweise auch anderen NATO-Verbündeten eine Idee geben, wie die ihre Verteidigungsbereitschaft erhöhen. Das klang dann tatsächlich so ein bisschen, als ob der Kanzler, als ob Deutschland hier eine Art Führungsrolle übernehmen wollen. Auf der anderen Seite sagen Kritiker, na ja, also in den vergangenen 2 Jahren, da war es ja so, also seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dass Deutschland immer im Gleichschritt mit den USA, die Kritiker sagen sogar im sklavischen Gleichschritt mit den USA gehandelt haben. Und da habe Deutschland es tatsächlich versäumt, möglicherweise zum Beispiel die europäischen NATO-Verbündeten unter dem Dach der NATO dann auch mehr zusammenzuschweißen, da eben tatsächlich auch Führung zu übernehmen. Das habe Deutschland nicht getan. Also das spricht dann eher gegen eine deutsche Führungsrolle. Und dann sagen Experten auch noch, ja, okay, also das Sondervermögen, das deutsche Sondervermögen für die Bundeswehr, das sei schön und gut. Das 2%-Ziel, das man jetzt mit dem Sondervermögen allerdings dann auch erreicht, das klingt alles toll, aber in gewisser Weise sei Deutschland dann doch eine Art Scheinriese, weil es bei der Bundeswehr immer noch nicht so aussieht, als ob man da tatsächlich verteidigungsfähig sei, eher bedingt verteidigungsfähig. Auf der einen Seite ist das eben auch, weil man sehr viel Material an die Ukraine abgegeben hat. Da heißt es, in Teilen steht man da blanker da als vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, und die Sicherheitslage hat sich in diesen 2 Jahren ja deutlich verschärft. Also eigentlich müsste man jetzt deutlich besser dastehen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass zwar das Sondervermögen da ist, aber diese jährliche Versorgung der Bundeswehr, die sei immer noch nicht so richtig kontinuierlich, also die finanzielle Versorgung, und man könne da so schlecht planen. Und dann gibt es tatsächlich auch noch als drittes das Personalproblem der Bundeswehr. Die Litauen-Brigade, das ist das eine, 5000 Mann. Also Deutschland ist das einzige NATO-Land, das eben auch eine permanente Truppe da an die Ostflanke schickt. Aber da hat man auch noch nicht alle Mann zusammen. Und dann hat Deutschland der NATO auch noch Divisionen versprochen, die in erhöhter Kampfbereitschaft sind. Und wir wissen ja, Boris Pistorius wollte eigentlich so eine Art Wehrpflicht Light einführen. Die FDP hat ihm jetzt einen Brief geschrieben, dass sie da nicht mit übereinstimmt. Also all das sind Probleme, die, sage ich mal, darauf hindeuten, dass möglicherweise Deutschland diese Führungsrolle doch nicht so richtig ausfüllen könnte. Also Störfeuer auf jeden Fall weiterhin aus Berlin, die über diesem Washingtoner Gipfel dann zumindest für Boris Pistorius und den Kanzler auch schweben. Achim, danke schön.